Hi Johanna, willkommen bei Cards Against Complexity. Hallo, hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Wir haben heute dabei als Gast Johanna Ahrens von Cisco. Wir sind aktuell auf dem Service Summit. Du hast vorhin ein Panel moderiert rund um Automatisierung, Kundenservice und gleichzeitig Emotionen. Wie passt das zusammen? Was braucht es überhaupt? Da sprechen wir nachher drüber. Bevor wir das machen, kannst du uns ein bisschen dazu erzählen, was du eigentlich aktuell in deiner Rolle bei Cisco machst und was dich auch, sagen wir mal, am Kundenservice in der aktuellen Phase fasziniert. Also ich habe 11 Jahre für einen Cisco-Partner gearbeitet und bin jetzt seit 3 Jahren bei Cisco selber. Und meine Rolle beinhaltet die Transformationsbegleitung für unsere größten schräger strategischen Partner, die wir auf europäischer Mittel-East-Afrika-Ebene haben. Das ist mein Wirkungskreis im Moment und da geht es vor allem um Customer Success, Customer Experience und um Lifecycle. Und ein Element dessen ist natürlich auch der Kundenservice direkt. Mein Fokus ist eher auf dem B2B-Bereich, Ja. aber natürlich die Kunden, die wir gemeinsam mit unseren Partnern begleiten, die haben natürlich dann auch B2C am Ende des Tages. Und da stellen wir zu sehr großen Teilen die technische Infrastruktur im Schwerpunkt. So eine technische Infrastruktur ist natürlich ein Riesenthema aktuell. Das war immer schon im Kundenservice so. Oft wird angerufen, irgendwann kam die E-Mail dazu, dann ging alles in die Cloud. Trotzdem gibt es irgendwie große Kundenservice-Center, in denen nicht nur 10 oder 100 Agenten, sondern Tausende und Zehntausende orchestriert werden sollen. Das macht Cisco. Heute auf der Messe sind unterschiedliche Teams unterwegs, die das auch in kleinem oder mittelgroßem Umfang machen. Wir springen gleich in die Emotionen rein und die Automatisierung dazwischen. Bevor wir das machen, lass uns einmal Karten spielen. Cards Against Complexity. Ich öffne das mal hier. Wir haben hier auch ein Set für dich vorbereitet. Das Spiel Cards Against Complexity, so ähnlich wie Cards Against Humanity, relativ einfach. Auf der linken Seite haben wir eine Karte mit einem Satz, der vervollständigt werden will, und auf der rechten Seite hast du 3 Optionen. Die werden wahrscheinlich nicht ganz perfekt passen, aber du musst dir eine aussuchen. Mhm. Die erste Karte, also du kannst einem AI-Chatbot etwas beibringen. Erstmal gut. Und zwar Emotionen. Ja, da wollen wir drüber reden. Menschliche Emotionen kannst du trainieren, dem AI-Chatbot, damit das endlich mal in Kundenkonversationen auch Emotionen eingebaut werden. Und du suchst dir folgende Emotion aus. Du lässt ihn lachen, ja, und zwar indem du ihm beibringst, Dad-Jokes zu erzählen, ja, so diese Witze, über die fast keiner lacht, aber dann die irgendwie doch witzig sind, um mal irgendwie die Leute etwas aufzumuntern. Dann hilfst du dem Chatbot zu weinen, aber wirklich dramatisch und echt, wenn es immer etwas länger dauert als eine Stunde, oder genau, wenn es länger dauert als eine Stunde, bis das Ticket gelöst ist. Oder einfach richtiges Fluchen. Ja? Laut fluchen, Frustrationen rauslassen, wenn der Kunde wieder dieses doofe Passwort vergessen hat. Einfach mal laut fluchen. Wie zeigen wir die Emotionen von unserem Chatbot? Was soll er können? Ich würde A wählen, was einfach damit, also das wäre einfach laut lachen, was einfach damit zu tun hat, dass ich glaube, in dem ganzen Thema Customer Experience, Customer Service geht es um positive Emotionen. Und das ist schon mal die positivste Emotion von diesen 3 Karten, die ich zur Auswahl hatte. Und wenn wir dann hier noch Dad-Jokes dabei haben, dann sind wir natürlich da im politisch korrekten Bereich. Ja. Natürlich international wichtig. Also ich würde mich für A entscheiden. Ja. Einfach mal lachen im Kundenservice, einfach mal einen Witz erzählen, wenn es gerade nicht anders geht. Ja, das ist Emotionen gehören irgendwie dazu, und die volle Bandbreite. Ja, das ist nach wie vor wahrscheinlich wahr. Wir sind in einer extrem technologisierten Welt unterwegs, wo AI überall im Kundenservice unterwegs ist. Du hast vorhin gesprochen mit einem Panel zu Kundenservice, sowohl zur Automatisierung, aber auch zu Emotionen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr erzählen zu dem Thema. Wie kam es überhaupt dazu und also was war eure Diskussion? Das ist für mich immer total spannend, mit diesen Panel-Gesprächen, Panel-Diskussionen mal ins Feld reinzugehen, weil ich natürlich dann mal was von Real-World-Problemen und von denen lernen, was die Kunden, womit unsere Kunden tatsächlich konfrontiert sind. Ich habe ja allzu oft auch die Partner dazwischen. Was für mich total spannend war, ist, ich habe das
als ich in das Panel reingegangen bin, habe ich das so als ein Kontinuum gesehen. Also auf der einen Seite Automatisierung, Digitalisierung, irgendwann womöglich KI. Und auf der anderen Seite diesen menschlichen Faktor Emotionen gesehen. Und dann haben mich aber meine tollen 5 Panelist-Teilnehmer eigentlich eines Besseren belehrt. Ich habe zum Beispiel eine Teilnehmerin gehabt, die hat gesagt, wenn unser Produkt verkauft ist und angelaufen ist, dann schicken wir so 6 bis 12 Wochen mal eine E-Mail hinterher. Das sind fertige Bausteine. Also man möchte jetzt denken, ein digitalisiertes, automatisiertes Produkt. Und trotzdem ist die Emotion, die es beim Kunden auslöst, hey, da meldet sich einer einfach so und fragt, ob ich Hilfe brauche, wie glücklich ich bin. Die Emotion ist trotzdem halt sehr hoch. Und das war so eine spannende, so ein Aha-Moment für mich, dass ich einfach gedacht habe, okay, das ist eben nicht dieses Entweder-Oder, sondern ich kann mit gut automatisierten Prozessen, ich bin ja so ein Amazon-Mensch, alles über Amazon, was bei Amazon geht, mache ich bei Amazon. Und dann ist es natürlich so, dass du abends ich habe 3 Kinder zu Hause und dann bin ich so in meinem, der muss noch gebadet werden, der muss dieses, und dann kriege ich so eine Nachricht, ja, hier kannst du sehen, wie viele Stops dein Paket noch entfernt ist. Und dann gehe ich nämlich genau nicht mein Baby genau dann baden, wenn ich weiß, das klingelt, weil ich weiß ganz genau, ich schaffe das nicht. Das hole ich jetzt aus dem Wasser, wickel das in ein Handtuch, renne 3 Treppen runter. Zu spät, Paket weg, muss ich Tage später am anderen Ende von Hamburg abholen. Und das ist das, was ich meine. Das ist ein hochautomatisierter, digitaler Prozess und erleichtert mir so unglaublich das Leben. Und das ist das, was für mich ja Loyalität am Ende, positive Emotionen, was zu Loyalität führt. Und da ist in Wahrheit kein einziger menschlicher Faktor drin und der bedient trotzdem mein menschliches Element an Zuverlässigkeit, Kompetenz, Planungssicherheit. Und das ist ein der größten Learnings aus diesem tollen Panel heute gewesen, dass wir also beste Emotionen eben auch durch hochdigitalisierte, automatisierte Elemente erreichen können. Vielleicht sogar gerade dadurch, weil der Mensch hätte sich vielleicht gar nicht gemeldet. Die Automatisierung ermöglicht das. Das gibt's auf jeden Fall. Es gibt wahrscheinlich Kehrseiten dessen auch. Also du hast irgendwie Automatisierung und die hilft dir eigentlich, die Emotionen rauszubringen. Habt ihr in dem Panel andere Seiten gesehen, die vielleicht auch aus der Diskussion rauskommen? Ich habe im Vorwege mit meinen Kollegen gesprochen und er hat ein schönes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, es gibt ja diese Supermärkte, also wirklich die Drogerie, wo du hingehst und wo du da deinen Warenkorb aufs Band und dann zieht die freundliche Dame das rüber. Nun haben wir eine Drogerie bei uns in unserem demografisch alten Ortskern. Die haben einen Monat zugemacht, Rieseninvest, weil das ist ja auch mal ein Monat Umsatz, komplett Totalausfall. Und die haben jetzt so eine Self-Terminals. Da kannst du hingehen, das scannst du selber ein, ziehst deine Karte durch, gehst raus. Und dieses wird jetzt gemieden von meinen freundlichen Rentnerinnen, mit denen ich immer im Fitnessstudio reden darf. Die gehen da nicht mehr hin, weil für die ist diese soziale Interaktion ein Teil ihres Lebens. Die gehen da hin, um einmal am Tag, die gehen da auch 3-mal hin in der Woche, gar nicht, weil sie so vergesslich sind, sondern weil sie dadurch natürlich soziale Interaktion mit einem Mensch haben. Und durch diese Umstellung dieser Drogeriekette wird denen das genommen. Und die gehen dort jetzt nicht mehr hin. Also die gehen tatsächlich jetzt in eine andere Drogerie, wo keine Automatisierung stattgefunden hat, weil ihnen eben dieses soziale Element einfach abhanden gekommen ist. Und das ist natürlich eine Kehrseite, die für einen großen Teil der Bevölkerung einfach noch, jetzt mal als praktisches Beispiel, wahnsinnig relevant ist. Ja. Fällt weg. Ja. Also Emotionen schon wichtig, können verstärkt werden durch Automatisierung, können wegfallen. Wir haben im Kundenservice natürlich alle möglichen Probleme, die wir jeden Tag lösen. Ja, jetzt lernt unser Chatbot oder unser Voicebot lernt laut zu lachen. Das wird schon mal helfen. Ja. Vielleicht habt ihr noch andere Beispiele gesehen, wo Automatisierung vielleicht noch helfen kann oder andere Problemfelder, wo wo Emotionen eigentlich noch wichtig sind? Wir haben 3 Panelists von den 5 haben eigentlich mit ähnlichen Worten ziemlich das Gleiche gesagt. Sie haben gesagt, wir möchten gerne unsere Service-Mitarbeitenden maximal befähigen, emotionales Element liefern zu können. Dass sie zum Beispiel Tools zur Verfügung kriegen, wo sie sofort wissen, der ruft mich an, der hat das und das Hochbeet im Garten. Das heißt, sie sehen gleich alles. Die Tools sind miteinander vernetzt. Sie können das Problem schnell und kompetent lösen. Und dann ist Raum da, zeitlich und auch emotional, um dann eine Bindung zu erzeugen. Das heißt, dieses maximal Freimachen von sämtlichen administrativen und Suchprozessen, das ist natürlich was auf technologischer Ebene stattfindet. Und der nächste Layer ist, den ich dann
setzen kann und in den ich dann investieren kann, ist dann natürlich, dass ich diese Freiheit habe als Mitarbeiter, mich dann auf Empathie einzulassen, weil das eigentliche Problem ist schnell und kompetent gelöst. Und die Teilnehmenden haben heute noch was anderes Spannendes eingebracht. Da sind wir wieder bei diesem ganzen Fachkräftemangelthema. Beim Mittagessen sagte ein Kollege bei mir am Tisch, ja, wir verlieren 40% unserer Mitarbeitenden in den ersten 6 Monaten. Die sind weg. Und wenn ich aber zufriedene Leute habe, die Tools haben, die einfach befähigt sind, schnell zu lösen, kompetent zu lösen und die dann noch positive Rückmeldungen ja direkt im direkten Gespräch, in der Synchronkommunikation haben, da sind auch die Mitarbeitenden einfach zufriedener, die ich in diesem Contact Center sitzen habe. Das war also auch noch für mich ein Learning vom Tag, dass man das auch aus der Seite sehen kann. Die eine Teilnehmerin sagte, nee, Hanna, wir kommen völlig weg von diesem ganzen Kundenthema. Und ich denke, also wir sind im Service. Und sie hat recht. Sie sagt, wir denken jetzt erstmal auf der prozessualen Ebene dieser Mitarbeiterbefähigung und wir denken dann an zufriedene Mitarbeiter. Und dass am Ende die Kunden zufrieden sind, das ist eine ganz normale, logische Schlussfolgerung der beiden Themen davor. Ganz interessant, das so umzudenken in die Richtung. Und dann eigentlich also nicht von diesem Kontinuum zu sprechen, wo ich irgendwie zwischen Automatisierung und Emotionen bin, sondern eigentlich Automatisierung brauche, um vielleicht aus der Automatisierung direkt Emotionen zu generieren. Ja, um dann entweder darauf aufzusetzen oder diese hochautomatisierte digitale Produkt, wie mein Amazon-Paket ist noch 3 Schritte weg, löst bei mir hochemotional Freude aus. Ja. Dann Loyalität. Ja. Also eigentlich Technologie für Emotionen ist das So-Wort, was ich da rausnehme. Ja. Du hast viele Panel-Moderationen wie diese jetzt in den letzten Jahren gemacht. Du siehst irgendwie viele Kundenservice Leiter, viele jetzt auf dem Kongress, viele Personen, die im Kundenservice unterwegs sind. Wenn du dir anschaust, so das Spannungsfeld trotzdem noch zwischen Automatisierung und Emotionen, wo sind die Leute zu Hause? Ist das die Technologie und endlich Emotionen oder ist es eigentlich, der Mensch steht im Vordergrund, die Technologie hilft und dann am Ende kommen die richtigen Emotionen raus? Also siehst du so ein Gewicht zwischen, die Leute priorisieren immer die Technologie oder der Mensch steht im Vordergrund? Ich glaube, es geht natürlich nicht getrennt zu denken. Ne? Wie gesagt, das Schwarz-Weiß funktioniert nicht. Ich kann aber auch ein Zitat von heute. Eine Dame sagte, ich kann noch so empathisch sagen, ich weiß es nicht. Es bleibt ein Ich weiß es nicht. Das heißt, ich kann super tolle Fortbildungen für meine Mitarbeitenden machen. Das sind die emotionalsten Contact Center Mitarbeiter ever gesehen. Wenn die das Problem nicht lösen können, kämpfen die auf verlorenen Posten. Nun bin ich auch ITler. Ja, das heißt, ich würde immer mal so als Basis, als Deck mit hervorragender Technologie anfangen und dann kann ich darauf aufbauen, weil umgekehrt, also wird aus meiner Perspektive einfach da kein Schuh draus. Ja, also mit der richtigen Technologie anfangen, darauf aufbauen, damit die Mitarbeitenden enable am Ende es möglich machen, dass ich als Mitarbeiter gute Antworten bringen kann und damit mit den richtigen Emotionen hoffentlich nicht schreien, hoffentlich nicht laut weinen, auch wenn man natürlich Emotionen immer spiegeln kann, sondern vielleicht lachen mit den Kunden, ob wir dafür Dad-Jokes nehmen oder was anderes, das können wir uns dann mal überlegen. Aber Emotionen sollten am Ende da sein und Technologie ist nicht ein Widerspruch, sondern eigentlich hilft uns, das zu machen. Der Enabler, genau, wie du sagst, ja. Johanna, besten Dank für deine Zeit, hat super Spaß gemacht. Besten Dank, dass du auch deine Eindrücke von der Messe heute, vom Service Summit geteilt hast, von deiner Diskussion. Sehr, sehr spannend, das Spannungsfeld zu sehen. Und ich glaube, das hilft vielen, die jetzt zuhören, auch nochmal anders drüber nachzudenken, wie man Technologie eigentlich selber bei sich einsetzen kann. Alles Gute dir für den Service Summit. Dankeschön, Jan. Danke dir.